Ich habe hier die FrSky Taranis QX7 Funke und hinten ein Happy Model Express LRS 2,4 GHz Modul. Ich verwende das Modul, weil ich damit weiter fliegen kann als mit der FrSky 2,4 GHz Technik. Express LRS ist genauso gut wie Crossfire und sogar noch besser, weil der Empfänger mit der Antenne ist so klein, dass es auf jeden Mini-Wub passt. Und das mit super gutem Empfang. Bei der X7 Funke habe ich aber das Problem, dass mein Express LRS Modul hier nicht richtig funktioniert. Bei der Grundeinstellung startet das Express LRS Skript überhaupt nicht. Erst wenn man in die Systemeinstellung geht, kann man das Problem lösen. Also muss man die Baudrate von 400K auf 115/200 herabsetzen. Hier wird aber die Taktung viermal kleiner, also ist die Reaktionszeit deutlich schlechter. Jetzt funktioniert aber das Express LRS-Skript. Eine andere Lösung wäre, bei der FrSky Funke eine Hardware-Veränderung durchzuführen, wo ein neuer 400K-Inverter eingebaut wird. Aber wer traut sich, da auf dem QX7-Board so kleine Sachen zu löten? Nun gibt es aber eine Softwarelösung mit EdgeTX Firmware. EdgeTX ist wie OpenTX, ein Betriebssystem für deine Funke. Bei EdgeTX kann man eine Taktung von 400K mit dem externen Modul über eine Softwarelösung realisieren. Hier wird ein sogenannter One-Bit-Mode aktiviert und schon kann man 400K Baudrate nutzen, also bis 500 Hertz Taktung bei Express LRS fliegen. Ein weiterer Vorteil von EdgeTX ist beim Fliegen mit Flugsimulator. Hier hat OpenTX einen Fehler, der zu einer verzögerten Reaktion von den Sticks zum Simulator hat. EdgeTX hat den Fehler behoben und so ist das Fliegen mit dem Flugsimulator spürbar besser. Außerdem werden die Steuerungssticks bei OpenTX nur bis 250 Hertz abgetastet. EdgeTX tastet die Sticks mit 500 Hertz ab, was besser für Express LRS ist. Und bevor ich EdgeTX installiere, mache ich zuerst ein Backup von meinen Modelleinstellungen mit der OpenTX Companion Software. Stecke die Funke per USB an das Laptop ein und lese die Modelle von der Funke und sichere diese auf dem Desktop. Von der SD-Karte mache ich auch eine komplette Sicherung und anschließend wird die SD-Karte leer gemacht. EdgeTX 2.5 braucht zuerst einen eigenen Bootloader, um die EdgeTX 2.5 Firmware auf der Funke aufspielen zu können. Also lade ich mir zuerst den SD-Karteninhalt für meine X9 Lite Funke runter, die ein Schwarz-Weiß-Display hat, wie die QX7. Das ist hier die Datei Taranis X7 ZIP. Kopiere den Inhalt der ZIP-Datei auf meine leere SD-Karte. Danach wird das Sound-Paket in Deutsch und gegebenenfalls in Englisch geladen und auf die SD-Karte in den Ordner Sound kopiert. Jetzt fehlt mir nur noch die aktuelle Firmware, hier die Version 2.5. In der ZIP-Datei suche ich die passende Firmware für meine X9 Lite Funke und kopiere die Datei auf meine SD-Karte in den Ordner Firmware. Mir fehlt noch das Skript für mein Express LRS Modul, den ich von dem Konfigurator mir lade. Und für mein Crossfire Modul hole ich mir von der TBS Homepage das aktuelle TBS Agent Lite Crossfire Skript, welches ich ebenfalls in den Tools Ordner kopiere. Nun kann ich meine fertige SD-Karte in die Funke einstecken. Ich starte die Funke und gehe in den Ordner Firmware auf der SD-Karte. Dort wähle ich die EdgeTX Firmware aus und installiere den Bootloader. Nun ist der Bootloader drauf. Die Funke wird in dem Bootmodus gestartet. Hierzu werden die zwei Trimmer-Schalter nach innen gedrückt und der Power-Knopf eingeschaltet. Nun sehe ich den Bootloader 2.5 und kann die EdgeTX Firmware auswählen und auf die Funke aufspielen. Nach dem ersten Start müssen die internen Daten der Funke in EdgeTX-Format konvertiert werden. Das bestätige ich. Jetzt kann mein Express LRS Modul eingesteckt werden und ich kann prüfen, ob die Baudrate auf 400K funktioniert. Beachte, dass bei QX7 Funke
hier das One-Bit-Mode eingestellt wird. Bei meiner X9 Lite Funker bleibt der Sample-Mode auf Normal, die Bautrate auf 400K setzen und der ADC-Filter sollte für Quadcopter immer aus sein, weil die Glättung der Steuersignale immer Betaflight übernimmt. Jetzt teste ich meinen Express LRS Script und alles funktioniert. Sowohl auf meiner X9 Lite Funker als auch auf jeder QX7 Funker funktioniert das externe Express LRS Modul mit bis zu 400K Bautrate. Und ich kann bei Express LRS die Packet Rate bis 500 Hz nutzen. Ich stecke zum Testen mein Crossfire Modul rein und schalte die Funker an, öffne das TBS Agent Lite Skript und hier funktioniert auch alles mit der maximalen Geschwindigkeit von 150 Hz Taktung. Und das geht auf der QX7 Funker auch, einwandfrei, mit nur hier der Softwarelösung von Edge TX. Teste ich noch mein Express LRS Modul mit dem Flywoo Baby HD Quad, mit dem eingebauten Happy Model LP1 Empfänger. Und hier funktioniert alles wunderbar. Meine Knüppel werden mit der maximalen Abtastrate nun von 500 Hz dank Edge TX abgetastet. Zumindest gehe ich davon aus. Also es ist Zeit, auf Edge TX umzusteigen. Zumindest die Besitzer von FrSky QX7 Funker mit Express LRS oder Crossfire Modul sollten auf jeden Fall Edge TX installieren, wenn sie perfekt den Quad fliegen möchten. Viel Spaß beim Fliegen!